shoes. Are those hipsters? I wanna dance. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop. Um das Vorderteil zu konstruieren, habe ich mir ein paar Eckdaten überlegt. Ich wollte wissen, wie lang das Ganze ungefähr sein soll und auch, wo das an der Seite anfangen sollte, der Bogen. Und ich habe hier meine Taille markiert mit einem Band. Und das sind jetzt 5 cm unterhalb der Taille. Da wollte ich, dass der Bogen beginnt. Und hier vorne habe ich angefangen, in der Taille zu messen. Hatte an mir selber vorm Spiegel mal das Bandmaß angelegt und das so vor mich, also an mich angehangen. Dachte mir, ja, so ungefähr muss das sein. Und dann habe ich hier an der Seite die Zentimeter abgelesen. Das sind jetzt 45, mit denen ich dann auch konstruiere. Und zwar nochmal von der Taille bis zu dem Endpunkt des Bogens. Dann habe ich überlegt, dass sich beide Vorderteile genau auf Brustpunkthöhe kreuzen sollen. Das wäre dann hier. Das gibt dann einen schönen Vorausschnitt und lässt sich auch gut zuschneiden nachher. Das ist ja nur ein Stoffteil, was so umgeklappt ist und dann in Falten hier hängt. Ich habe wirklich ganz oft probiert, wie ich das am besten konstruiere. Also ich habe bestimmt 6 verschiedene ähnliche Vorderteile gemacht. Die meisten waren zu lang, manche waren einfach zu weit. Dann fiel das hier schon ganz glatt. Dann wiederum auch zu eng, beziehungsweise ich hatte auch eins gemacht, wo sich die Vorderteile an der Taille erst kreuzen. Das war mir dann oben zu weit ausgeschnitten und außerdem wären dann die Vorderteile auch zu schmal, dann fallen die nicht mehr so locker. Ja, also das empfinde ich jetzt als ideal. Das ist ungefähr Größe 42. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Konstruktion in anderen Größen auch genauso zutrifft. Aber ich denke mal, so von 38 bis 44 kann man das bestimmt so anwenden. Ja, genau, dazu würde ich gerne mal eine Rückmeldung haben, wenn ihr das ausprobiert habt. Ich habe den Grundschnitt, also das Vorderteil, kopiert. Ich habe hier ab der Taille 15 cm unten stehen lassen und das schon mal gekürzt. Das lässt sich ein bisschen besser handhaben. So, dann wird der Abnäher zugelegt. Das heißt, als erstes wird eine Linie vom Brustpunkt zum Saum gezogen. Das mache ich parallel zu der vorderen Mitte. Und die schneide ich dann rein. Dann habe ich hier extra ein Stück Papier noch stehen lassen. Dazu komme ich dann später noch. Also das könnt ihr auch so machen. Das ist ganz praktisch, wenn ihr den Schnitt kopieren müsst. Dann wird die Brustabnäherlinie eingeschnitten. Dann ist das Teil hier lose und wird hier zugelegt. Ich schneide bloß mal ein bisschen Papier weg. Dann
oftmals arbeite ich auch nicht mit Klebeband, sondern einfach mit einem Flüssigkleber. Und lege dann den Brustabnäher zu. Danach begradige ich die Seitennaht. Und außerdem werde ich unter den neu entstandenen Abnäher jetzt hier noch ein Stück Papier unterkleben. Also ich persönlich zeichne meine Schnitte nicht nochmal neu auf ein neues Stück Papier, wenn ich die fertig gemacht habe. Aus dem einfachen Grunde, weil ich so später nochmal ungefähr nachvollziehen kann, was ich eigentlich an diesem Schnittteil gemacht habe, dass es dann so aussieht, wie es dann das Ergebnis gegeben hat. Dann runde ich hier den Saum noch. So, jetzt hat das Oberteil mehr Weite bekommen. Das war der Sinn und Zweck. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Markierung in der vorderen Mitte auf Brustpunkthöhe. Hier im rechten Winkel einfach ein Strichlein einzeichnen. Und dann werde ich auch noch meine Schulterbreite verringern. Am Halsausschnitt, der soll etwas weiter sein, dann dass es hier so ein Grundschnitt beziehungsweise wäre für einen Hemdblusenschnitt, für so einen Kragen. Dann messe ich hier oben von hier bis hier 3 cm ins Teil. Mache mir eine Markierung auf der Schulter. Und wichtig ist noch, dass in der vorderen Mitte auf jeden Fall die Taillenhöhe markiert ist. Und an der Seitennaht auch. Denn von der Seitennaht Taille messe ich jetzt 5 cm nach unten. Das heißt, meine Taille ist jetzt nach außen gerutscht. Da habe ich hier 15 cm. 15, die neue Taille ist hier. Und ab da 5 cm runter, dann lande ich an dieser Stelle. Meine Taille einzeichnen hier. So. Diese 3 Markierungen bzw. 4 sind jetzt notwendig für die Konstruktion. Ich habe mir jetzt ein Stück Papier zurechtgeschnitten, was etwas breiter ist als das Vorderteil. Und außerdem ist es, also sollte es mindestens doppelt so lang sein wie das Vorderteil oder ein Stückchen länger. Dann habe ich mir hier am Rand eine sehr lange Grundlinie gezogen. Die hat so ungefähr 1,20 Meter. Ist meine Linie lang.
Das ist nämlich die Bezugslinie. So. An diese Linie lege ich jetzt meinen Vorderteil an. Und zwar dieser neue Schulterpunkt und der Brustpunkt. Der markierte hier an der vorderen Mitte, an dem sich die Vorderteile kreuzen sollen. Die beiden lege ich auf diese Linie. Schulterpunkt und den Brustpunkt. Die Stelle hier markiere ich mir. Die ist sehr wichtig. Und hier auf der anderen Seite ist die Stelle wichtig, an der der Bogen des Stoffes beginnen soll. Das heißt, auch hier setze ich mir eine Markierung und dann zeichne ich hier die Konturen nach bis zu diesem Punkt. Das hier unten ist nicht wichtig. Das mache ich jetzt mal. Sieht dann erstmal so aus. Meine Taille habe ich mir auch markiert, aber wichtig ist dieses Ende hier. So. Als nächstes muss man jetzt die Breite ausmessen von diesem Punkt bis zu der Grundlinie. Das sind bei mir 34 Zentimeter. Da 34. Und dann schiebe ich mir das Ganze weiter rüber, den Punkt im Blick. Und messe jetzt hier hinten, also ungefähr im Abstand von 60 Zentimetern, messe ich hier dieselben 34 Zentimeter, mache mir eine Markierung. Und dann ziehe ich zu der Grundlinie eine Parallele von diesem Punkt zu diesem Punkt. Eine ziemlich lange. Also ich habe jetzt einfach fast 1 Meter gezeichnet. So. Als nächstes hatte ich ja, als nächstes muss ich die Länge messen. Und zwar 45 Zentimeter ab diesem markierten Punkt hier. 45. Das waren die Zentimeter, die ich an der Puppe ermittelt habe. 45. Da lande ich hier. Jetzt das Ganze mal rüberschieben. Das Vorderteil umdrehen. Also einfach nur um 180 Grad drehen. Ja. Diese 45 Zentimeter waren ja von der Seitennaht unter der Taille bis zur Taille an der vorderen Mitte. Und hier lege ich mein Schnittteil mit der Taillenmarkierung an der vorderen Mitte auf dieser Grundlinie an. Dann markiere ich mir hier die Höhe des Brustpunkts. Die ist wichtig. Und jetzt drehe ich mein Schnittteil. Ich halte jetzt den Punkt am Brustpunkt fest und orientiere mich nach der Markierung vom neuen Ausschnitt auf der Schulternaht.
Das heißt, ich drehe jetzt diese Schultermarkierung auf diese lange parallele Linie. Kontrolliere nochmal. Brustpunkthöhe liegt auf der Linie. Neue Schultermarkierung liegt ebenfalls auf der Linie. Und jetzt kann ich hier drüben auch erkennen, dass die 5 cm unter der Taille auf der Grundlinie aufliegen. Und dann kopiere ich hier meinen Schnittteil. Sieht dann so aus. Hier habe ich mir die Markierung auch nochmal eingezeichnet und auch meine Taillenhöhe, natürlich auch den Knips im Armausschnitt. Das braucht man auf jeden Fall, falls man dann Ärmel dran machen möchte. So. Das ganze Schnittteil sieht jetzt so aus. Einmal. Ja, erste Vorderteilhälfte und die gedrehte zweite Vorderteilhälfte. Da am Armausschnitt gar nichts verändert wird, passt natürlich der Ärmel, der zu diesem Schnitt gehört, einfach ran. Dann muss der Fadenlauf noch neu eingezeichnet werden, der jetzt mit diesen langen Kanten parallel läuft. Und ich mache das immer so, ich male mir dann hier so ein Dreieck drauf, so einen halben Pfeil. Für den Fadenlauf. Könnt ihr natürlich auch so machen, hier eine extra Linie ziehen, parallel zu der Kante. Auch einfach machen. So. Das ist dann besser sichtbar. Funktionieren tut das Ganze jetzt so, dass man den Stoff nachher zusammenfaltet und hier ab dem Überkreuzungspunkt liegen die Stoffseiten sich übereinander. So sieht das dann aus. Deswegen muss der Stoff auch 2 gleiche Seiten haben, also außen wie innen. Ja, und durch den weichen Stoff fällt die Seitennaht dann auch senkrecht runter und das Ganze rafft sich dann hier unten ein bisschen zusammen noch und dadurch kommen dann hier die Falten zustande. Ja, ich hoffe, euch gelingt das auch gut, diese Schnittaufstellung. Dann man braucht wirklich ein bisschen größeren Tisch und also ich muss mal sagen, ich bin über dieses 1 Meter lange Lineal auch ganz dankbar, um so lange Striche zu ziehen. Gut, das war's jetzt von mir und bis zum nächsten Mal.